Hello, 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 my friends. Hallo, 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 meine Freunde. Verse 15 is so beautiful that we couldn't finish it in one day. Vers 15 ist so schön, dass wir ihn nicht an einem Tag geschafft haben. Let's continue. Also lass uns weiterlesen. And by the power of the cross, Und durch die Kraft des Kreuzes, not by the power of your prayer, nicht durch die Kraft deiner Gebete, not by the power of your fasting, nicht durch die Kraft deines Fastens, not by the power of how generous you are, nicht durch die Kraft deiner Großzügigkeit, not by the power of how loud you scream at the devil in spiritual warfare, nicht durch die Kraft, wie laut du den Teufel im geistlichen Kampf anschreist, by the power of the cross. sondern durch die Kraft des Kreuzes. We have to keep looking away from us and looking at Jesus and looking at the cross. Wir müssen von uns wegschauen und auf Jesus und das Kreuz blicken. So by the power of the cross, Durch die Kraft des Kreuzes Jesus led them around as prisoners in a procession of triumph. führte Jesus sie als Gefangene in einer Triumphprozession umher. See, that's what I told you. Das habe ich dir gesagt. Leading him around in a procession naked. Er führte den Teufel nackt im Triumphzug umher. And then Paul finishes and says, Dann schließt Paulus und sagt, he was not their prisoner, they were his. er war nicht ihr Gefangener, sondern sie waren seine. Why is this important? Warum ist das so wichtig? Because you have to understand that after the cross happened, Jesus did not simply lay in a grave. Weil du verstehen musst, dass Jesus, nachdem er am Kreuz hing, nicht einfach in seinem Grab lag. Remember that. Denk daran. What was laying in his grave was nothing but his outer shell, the body. Was im Grab lag, war nur seine äußere Hülle, der Körper. Do you remember? Erinnerst du dich? His body, yes, was put inside of the grave, but Jesus went down to Hades for 3 days and 3 nights. Sein Körper wurde ja ins Grab gelegt, aber Jesus ging 3 Tage lang in den Hades. So what happened when he was in Hades for 3 days and 3 nights? Also was geschah, als er 3 Tage lang im Hades war? Well, think about this. Überleg mal. Here's what happened. Folgendes geschah. Because Jesus became sin, Jesus wurde zur Sünde. what happens when sinners die? Was passiert, wenn Sünder sterben? They are the devil's prisoner. Sie sind dann Gefangene des Teufels. Because that's how he gets them. Denn so kriegt er sie. Sin separates him from God, so at the end of this life on earth, the devil has these people as prisoners. Die Sünde trennt sie von Gott, also hat der Teufel sie am Ende ihres Lebens auf Erden als Gefangene. So Jesus Jesus is the one who actually went to Hades as sin. He became sin for us. ist derjenige, der als Sünde in den Hades ging, weil er für uns zur Sünde wurde. So that's why the Bible says, even though it looked like he was their prisoner, but the truth is, he is not their prisoner. Deshalb sagt die Bibel, dass es zwar so schien, als sei er ihr Gefangener gewesen, es aber in Wirklichkeit andersrum war. Because the resurrection power entered right into Hades and got Jesus out of them, and that's when he took them as prisoners. Denn die Auferstehungskraft drang in den Hades und holte Jesus heraus. Deshalb nahm er sie als Gefangene. So every power and principality and every devil and demon is prisoner of Jesus. Jede Macht und Gewalt, jeder Teufel und Dämon ist also Jesu Gefangener. And we are in Jesus, so they are our prisoners too. Und wir sind in Jesus, also sind sie auch unsere Gefangenen. We really need to change our theology regarding spiritual warfare Wir müssen wirklich unsere Theologie über den geistlichen Kampf ändern and celebrate the victory that's been paid for on the cross. und den Sieg feiern, für den am Kreuz bezahlt wurde. Look at what it says in verse 16. Schau, was in Vers 16 steht. So why would you allow anyone to judge you because of what you eat or drink, or insist that you keep the feast, observe the new moons, celebration, or the Sabbath? Warum solltet ihr also zulassen, dass euch jemand danach beurteilt, was ihr esst oder trinkt, oder darauf besteht, dass ihr die Feste haltet, den Neumond feiert oder den Sabbat? Look what happened. Was war passiert? Everywhere in the early church, religion began to creep in so quickly. In der frühen Gemeinde versuchte die Religion überall schnell einzuschleichen. You know, we take Galatians and we think it was a problem of only in the church to the Galatians. Wir lesen Galater und meinen, das sei nur dort ein Problem gewesen. Just because Paul wrote the most hard and kind of, in a sense, aggressive letter to them. Nur weil Paulus ihnen dahingehend den heftigsten und energischsten Brief schrieb. But you know what? He fought that same religious spirit in the letter to the Corinthians. Aber weißt du, er bekämpfte denselben religiösen Geist im Brief an die Korinther, Right here to the Colossians, hier an die Kolosser, to the Romans,
An die Römer, Because over and over again we will find the same thing. denn immer und immer wieder sehen wir das Gleiche. When people grab hold of the freedom of Jesus Christ, Wenn Menschen die Freiheit Jesu Christi ergreifen, very, very quickly the religious people will try to infiltrate and bring us away from our freedom in Christ. versuchen die religiösen Leute sehr schnell einzudringen und sie von ihrer Freiheit in Christus abzubringen. And that's exactly what happened there. Genau das passierte hier. So the other people began to judge them. Andere fingen an, sie zu richten. Hey, you're not keeping the Sabbath. Hey, du hältst den Sabbat nicht. How can you say you really love God? Wie kannst du sagen, dass du Gott liebst? Hey, you're not keeping this feast and that celebration and you are doing this and you're doing that. Wenn du dieses und jenes Fest nicht hältst und dies und das tust, How can you eat pork? wie kannst du Schweinefleisch essen? You know that this is unclean. You're not supposed to eat this. Weißt du nicht, dass das unrein ist und du das nicht essen sollst? So look, Paul spends so many verses focusing on the cross and the victory of the cross, and that's it. Paulus lenkt den Fokus also in so vielen Versen auf das Kreuz und den Sieg am Kreuz und auf sonst nichts. The natural conclusion that he has to come to now Jetzt muss er zu dem natürlichen Schluss kommen. is the cross has brought you such a freedom. Don't let people judge you and try to bring you back into bondage. Dass das Kreuz solch eine Freiheit für uns erwirkt hat, dass wir anderen nicht mehr erlauben sollen, uns zu richten und wieder in Gefangenschaft zu führen. Don't add rules and regulations to Christ and to the cross. Füge Christus und dem Kreuz keine Regeln und Verordnungen hinzu. Look, if you want to keep the Sabbath, Schau, wenn du den Sabbat halten willst, keep it. dann halte ihn. Just don't keep it because you believe that you need to keep it as a good Christian. Halte ihn jedoch nicht, weil du glaubst, dass du das tun musst, um ein guter Christ zu sein. Keep it because you simply want to say, you know what, I just want a day off in the week. Halte ihn einfach, weil du einen Tag in der Woche frei haben möchtest. Do whatever you want. Tu, was du möchtest. But don't allow anybody to judge you for what you keep or what you don't keep. Aber erlaube niemandem, dich für das zu richten, was du hältst oder nicht. It's all about Jesus and his freedom. Alles dreht sich um Jesus, nur um Jesus und seine Freiheit. How we Christians need to learn to stop judging one another. Wie sehr müssen wir Christen doch lernen, aufzuhören, einander zu verurteilen. That's the dream I have about the church. Davon träume ich in Bezug auf die Gemeinde. A church that doesn't judge. Eine Gemeinde, die nicht richtet. See you tomorrow. Bis morgen.